Lange habe ich es vor mir hergeschoben. Ich habe Captain America Brave New World geschaut. Und ja, der rote Hulk ist drin, aber nicht so, wie ihr hofft. Warum mich Sams erster großer Auftritt als Cap trotzdem kalt lässt? Lasst uns reden. Willkommen zurück bei eurem Binger. Heute gibt es eine eher spoilerarme Besprechung. Dennoch kleine inhaltliche Hinweise gibt es. Ich verrate aber keine Twists. Fangen wir mit dem Elefanten im Raum an. Sams Transformation zum neuen Captain America. Schon in der Serie The Falcon and the Winter Soldier hat mich das nicht komplett abgeholt. Und im Film setzt sich das Gefühl fort. Anthony Mackie war für mich als Falcon super aufgehoben. Charmant, leichtfüßig, gutes Timing. Als Cap nimmt er sich hier sehr ernst. Was okay wäre, wenn die Figur wirklich was Neues zu sagen hätte. Das Problem, wir drehen uns wieder um Sams Zweifel an seiner Würdigkeit. Bin ich der Richtige für den Schild? Leute, das hatten wir alles schon ausführlich in der Serie. Hier wirkt es wie eine Repeat-Schleife statt der nächste Schritt. Die Zutaten klingen gut. Rache, Reue, Zweifel, dazu politische Spannungen. Genau der Mix, bei dem Captain America glänzen kann. Aber statt organisch zu fließen, fühlt es sich an, als würde der Film eine To-Do-Liste abarbeiten. Exposition rein, Konflikt anreißen, nächste Szene. Und immer, wenn es emotional knistern könnte, wird der rote Faden einfach stumpf weiter abgerollt. Es gibt einen kurzen Winter Soldier Cameo, inzwischen im politischen Umfeld. Cool. Aber erzählerisch bringt es Sams Konflikt nicht wirklich voran. Eher schon wieder das aufgewärmte Thema der Würdigkeit. Joaquin ist eindeutig für Auflockerung da, aber Humor braucht Rhythmus. Hier wirkt es oft wie reingeschoben. Ernste Szene, Cut, One-Liner und zurück. Der Witz hat kaum Raum. Dr. Samuel Sterns, aka The Leader, bleibt erstaunlich vage. Motivation vorhanden, aber nicht greifbar, da diese wie so oft nebenbei erwähnt, statt in Szene gesetzt wird. Kein moralischer Druck auf Sam, keine knifflige Dilemmasituation. Und Sidewinder? Absolut austauschbar. Hätte auch jede andere Figur sein können. Unabhängig vom Schauspieler Giancarlo Esposito, der hier mal wieder in seine Paraderolle als Widersacher schlüpft. Doch auch mit dem besten Werkzeug kann man mit schlechtem Material kein stabiles Haus bauen. Harrison Ford als Thaddeus Ross, jetzt US-Präsident, bringt das erwartete Charisma mit. Das funktioniert. Wirklich schade, der Konflikt mit seiner Tochter passiert fast offscreen. Es wird kurz erwähnt, aber nicht erlebt. Da fehlt die emotionale Fallhöhe, die dem Film so gut getan hätte. Action gibt es. Doch erstaunlich wenig und, noch seltener, mit einem Wow-Moment. Hektischer Schnitt und vor allem CGI-Sünden, die einen ständig rausreißen. Und dann das Marketing-Thema, Roter Hulk. Ja, er kommt, aber erst nach circa 90 Minuten und für nicht mal 10 Minuten. Eher Farbtupfer als Gamechanger. Ich fragte mich jedenfalls, war es das jetzt? Der Hauptkampf startet, eskaliert kaum und ist so schnell vorbei, dass die Stirn automatisch Falten wirft? Der Film will beides. Geerdeter Polit-Thriller und großes Comic-Spektakel. In der Theorie super, Winter Soldier hat's vorgemacht. Hier wirkt es oft unentschlossen. Die erste Stunde erklärt. Und wenn es brenzlig wird, spult der Film vor, statt zu verdichten. Ich tue mich wirklich schwer mit dem Fazit, weil ich sehe, was der Film sein wollte. Und wie nah er manchmal dran ist. Aber am Ende bleibt zu wenig hängen. Zu wenig neue Facetten bei Sam, zu wenig Konsequenzen in der Story, zu wenig Biss bei den Gegenspielern. Man kann ihn schauen. MCU komplettiere sowieso. Aber wer es lässt, verpasst nichts Entscheidendes. Und nun zu eurer Meinung. Was braucht ihr, damit Sam für euch als Captain America funktioniert? Hättet ihr den Red Hulk lieber früher bzw. länger gesehen? Oder war es euch egal? Haut es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo klicken und Glocke an. Die nächste Review ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal.